Ja, hallo, ich bin Sharon Volutan, ich bin Weltmeister in Kraft-3-Kampf. Heute gehen wir zu einem guten Freund von mir, heißt Peter Doberstein. Der ist einer von den besten Bogenschützen, was Deutschland hat. Dadurch in meiner Sportart brauche ich Körperhaltung, Atemtechnik und Konzentration. Von ihm ist empfohlen worden, sowas, so wie Bogenschützen ist auch so eine Übung für solche Sachen, so wie gesagt, Atemtechnik, Körperhaltung und Konzentration. Deswegen gehen wir jetzt hin und lassen wir uns überraschen. Er wird mir beibringen, wie ich das machen soll. Hallo, ich bin Peter Doberstein. Ich bin seit 10 Jahren Bogenschütze, wurde 2008 Hamburger Landesmeister und ich habe seit 7 Monaten mein eigenes Geschäft hier mit Bogenschießen, wo man einfach kommen kann, schießen, Bahn mieten, so wie eine Bowlingbahn, ist ohne Vereinsbindung und einfach Spaß haben. So Peter, du hast mir erzählt, Bogenschießen ist gut für Atemtechnik, Körperhaltung und Konzentration. Ja, jetzt genau. bin ich hier, erzähl mir, wie ich das machen soll. Gut, dann fangen wir erstmal an. Das ist die Schießlinie hier, Sherry. Solange jemand einen Bogen in der Hand hat, bitte nicht rübergehen, weil die Pfeile sind doch spitz und wenn du da loslegst und jemand da vorne ist, der geht durch. Und das ist nicht gut, ne? Kann ich mir vorstellen. So, das ist halt meine einzige Regel, die ich habe, dass man diese Linie nicht übertritt. So, das ist jetzt ein Armschutz. Das ist, falls die Sehne an den Bogen dagegen knallt, wenn du da loslässt, damit es nicht hier weh tut, weil das tut dann doch ein bisschen weh. Und du bist Rechtshänder, ne? Ja. Gut, dann tun wir es hier drauf. So, perfekt. Ist es unterschiedliche Bogen? Gibt es oder wie geht das? Es gibt viele unterschiedliche Bogen. Das ist jetzt für Anfänger so, diese Wurfarme sind nicht so stark. Weil diese Technik musst du im Kopf haben. Da darfst du gar nicht drüber nachdenken. Damit du diese Pfeile immer, wenn du so eine Gruppe schießen willst, musst du immer dieser gleiche Ablauf haben. Da loslassen, atmen und immer konzentrieren. Benutze 3 Finger, so wie ich jetzt gesehen habe. Genau, 3 Finger. Okay. Die Pfeile haben immer verschiedene Federn, rot, blau, grün und immer einen weißen Feder bei uns. Das heißt, dass man knockt den hier zwischen die 2 Knockpunkte ein, legt ihn hier drauf. Jetzt brauchst du gar nichts mehr machen, so wie früher musstest du dann hier festhalten und so. Der Pfeil hält sich von alleine fest an dem Bogen. Frage, warum soll diese weiße Feder nach außen kommen? Genau, das ist, der weiße Feder ist ein Leitfeder, den immer zu Bogenarm. Okay. Das bedeutet, wenn er aus dem Bogen rausfliegt, fliegt der Schmeidi vorbei am Bogen. Ah, okay. Wenn du so rein knockst, kann sein, dass der weiße Feder dagegen haut und dann eiert er nach vorne. Ah, okay. Also immer hier zwischen, da drauf, den Arm so halten, nicht so halten, weil dann hast du den ganzen Druck auf den Daumen. Okay. Also richtig so, dass der Daumen vorbei ist und dass der Griff im Handgelenk ist. So richtig, dass du diese ganze Druck hier im Arm hast. Ich so stehen, dass beide Beine so nebeneinander sind. Genau, da stehst du richtig, dass die Beine fest, also schulterbreit auseinander, dass du einen richtig festen Stand hast. Und dann guckst du auf das Gelbe. Das ist wie beim Dosenwerfen. Entweder du triffst oder du triffst nicht. Okay. Du guckst nur hin, schmeißt und hier lässt du den Bogen für dich arbeiten. Du guckst nur auf das Gelbe, hebst den Bogen hoch, ein Finger drüber, 2 drunter. Okay. Und wenn du ziehst, immer den Ellbogen hoch. Okay. Also nicht nach unten, weil dann kannst du nicht richtig ziehen. Also Nach Ellbogen oben. nach oben und dass der Mittelfinger bis zum Mundwinkel kommt. Okay. Dann guckst du dahin, ziehst aus, lässt los. Und was ist dann mit den Atemtechnik? Wie atme ich dann? Atmen ist, also ist wie bei Bodybuilding, wenn du drückst so, also ich mache das so, also viele atmen ein, also jeder sucht seinen eigenen Stil nach einer Weile, aber ich atme aus, damit ich nicht so viel Luft im Brustkorb habe. Also dann kannst du ausatmen, wenn ich den ziehe. Genau. Okay. Und dann 21, 22. Anhalten und dann schießen. Und dann schießen. Also viele Leute atmen ein, aber ich atme aus, das ist mein Stil. Okay. Und ich finde das, weil man nicht so, wenn man einatmet, hat man zu viel Luft in der Brust. Und dann fängt man an zu zittern und, also ich atme aus, halten, loslassen. Und dann langsam wieder einatmen. Und dieses linke Arm, muss ich das Ding richtig fest einspannen oder entspannt halten? Also einfach so, dass es hier fest liegt und dann einfach die Finger rumhalten. Okay. Das nicht so verkrampft. Brauche ich nicht so fest drücken. Weil wenn du ausziehst nachher, du siehst, der bleibt von alleine. Ah, okay. Aber wenn du loslässt, dann fällt er runter, deshalb einfach locker festhalten. Gut. Ja, dann mal gucken, ne? Ja, dann gucken ich bin mal gespannt.
Ich auch, wie ein Flitzerbogen. Okay. Jetzt hältst du hier den Bogen fest, genau. Dann kommst du nach vorne, so richtig schön Beine auseinander, so, ja. Perfekt. So, jetzt nimmst du einen Pfeil, hier rauflegen, weißt du Feder nach außen, perfekt. Genau, und jetzt zielst du, indem du dich konzentrierst nur auf das Gelbe, beide Augen auf, nur auf das Gelbe konzentrieren, nicht über Pfeilspitze oder Pfeil zielen. Wir haben keine Zielvorrichtung, kein gar nichts. Okay. Du guckst nur auf das Gelbe und irgendwann fängt dein Gehirn an zu registrieren. Aha, da will ich hin, auf 12 Meter. Und irgendwann siehst du, wie die dann langsam reinkommen. Okay. So, ein Finger drüber. Ein Finger drüber. Zwei drunter. Die hängen einfach so durch die Gegend, Daumen und Kleinfinger. Und jetzt ziehst du bis zum Mundwinkel. Ziehen, 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 ziehen. Halt nicht so weit, nur bis zum Mundwinkel und richtig reinhalten. Ja, so, perfekt. Bogen ein klein bisschen höher halten und loslassen. Mach nix. So, das war nicht schlecht, aber es geht noch besser. Okay. Genau, perfekt. So, ausatmen. Und wenn du loslässt, nicht nach hinten reißen, nur die Finger aufmachen. Okay. Jo. Genau. So, das ist jetzt mein Bogen, der hat 40 Pfund. Gerade hast du einen Anfängerbogen mit 18 Pfund, damit du das, dieser Auszug lernst und so. Das ist halt mein Bogen, kannst du ja mal probieren. Der hat 40 Pfund. 40 Pfund, okay. 40 Pfund. Pfund heißt, es kommt aus dem amerikanischen System. Die machen alles im Pfundzahlen. Und wenn du sagst 40 Pfund, das ist hier in Deutschland so, wenn du ungefähr 20 Kilo ziehst. Okay. So, und dann kannst du das gleiche nochmal machen. Finger drüber, zwei runter. Das ist ein bisschen Stärke zu ziehen jetzt. Das ist sehr stark. Noch mehr ziehen, noch mehr ziehen, noch mehr ziehen, ja, und loslassen. Oha. Tut auch in den Finger weh, ne? Das ist schon ganz anderes Schneid, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du merkst schon, dass es jetzt anfängt zu zittern, ja. Weil das ist ungewohnte Bewegung, was du jetzt machst. Ja, das ist auch ziemlich stark mit Vergleich der andere. Ja. Und aber ich merke auch, der hat auch richtig Power, wenn er ankommt. Ja, also der fliegt ungefähr 34 Meter gerade, bevor er anfängt zu sacken. Okay, da brauche ich nicht dann ihn so hochhalten. Nee, genau. Weil der kommt schon an. Genau. Und ich habe auch mit 20 Pfund angefangen und dann immer hochgearbeitet. Okay. Und dann fängst du mit, weil diese Abläufe, was du jetzt machst, das musst du in Schlaf beherrschen. Gut. Da musst du nur auf dein Ziel fokussieren, konzentrieren und das alles andere blendest du aus nach einer Weile. Aber jetzt bist du noch am gucken, wo ziehe ich hin, was mache ich, was tue ich. So Peter, erzähl mal, hier stehen die 3D-Tiere, wozu sind die denn? Also die 3D-Tiere, das ist meine Spezialität ist
Die sind im Wald immer versteckt und da machen wir halt Turniere und Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Da kannst du deinen Jagdinstinkt so ein bisschen ausleben. Okay. Und die sind speziell aus Amerika, diese 3D-Tiere, damit der Bogenjäger üben kann, wo er hinschießen soll. Lunge, Herz. Okay. Und das biete ich hier auch an, dass man so ein bisschen diese Jagdinstinkt mal angucken kann, wie es war, früher zu jagen gehen. Und Ja, okay. Das ist dann gut für die Tierschützer, ne? genau. Die haben nichts dagegen, wenn Nee, man hier so passiert 3T nichts. Und das finde ich auch besser, weil das Bogenjagd in Deutschland verboten ist. Und man kann halt seinen Jagdinstinkt so ein bisschen ausleben. Das finde ich Schön. klasse. Darf ich mal auch probieren? Ja, klasse, machen wir. So, dann das gleiche nochmal, nur nicht auf das Gelbe konzentrieren, sondern immer Vorderlauf, ein bisschen rechts vom Vorderlauf. Beim Schwein jetzt. Und da ist Herzlunge, da muss man das treffen. Okay, ich habe nicht ehrlich gesagt ganz verstanden, was du meinst, aber... Den Vorderbein vom Schwein Ja. und dann ein klein bisschen nach rechts. Ah, okay, da ist der Herz. Da ist Herzlunge. Und da muss man immer hinschießen. Dann versuche ich erstmal den Schwein treffen. Okay. Das ist aber nur Versuch. Genau halten und ein bisschen höher den Bogen. Ja, so, ja, und loslassen. So, Du verhungerst heute Abend. okay, jetzt tut er. Und wenn nichts mehr geht, Bison, ganz hinten. Ach so, versuche ich mal. Das ist eigentlich gut, Das ist weil groß da genug. kann man sehen. Ja, das ist groß genug. So groß. Ja, aber du kannst mir auch zeigen jetzt, wie man richtig macht. Hallo, ich bin Peter Doberstein. Ich schieße seit 10 Jahren Bogen und ich habe. Fuck, ey. Entschuldige, ich hasse es. Hör auf.